Willkommen zurück, Leute. Anlässlich des letzten Videos, wo ich euch ja erklärt habe, dass ich nun mein Vermögen in Form von Edelmetallen in die Schweiz übertrage, wollte ich heute nochmal mit euch gemeinsam ein Tutorial aufnehmen, wie man sich das Granvalora Sachwertdepot einrichtet. Denn Granvalora hat es ja im Endeffekt jetzt so geregelt, dass wir weiterhin eine Umsatzsteuerfreiheit behalten dürfen, welche Deutschland ja abgeschafft hat. Wenn wir allerdings nun unser Depot in die Schweiz verlagern, dann können wir weiterhin die Umsatzsteuerfreiheit genießen. Genau, das Video hatte ich zuletzt aufgenommen. Schaut es euch gerne auch nochmal an, wieso, warum, weshalb ich das gemacht habe. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir einmal ein Tutorial durchgehen, wie das Ganze dann auch funktioniert. Ich werde das einmal für mich selber machen. Grundsätzlich ist es selbsterklärend, aber trotzdem wollte ich es einfach mal durchgehen, dass ihr auch meine Verteilung dann im Endeffekt sieht, wie ich das handhabe. Und ihr habt bis zum einschließlich 30.06. jetzt auch noch 20% Rabatt auf Einrichtungs- und Servicegebühr. Ist automatisch integriert in den Link in der Videobeschreibung. Ja, also einfach darüber registrieren. Depot eröffnen, wichtig. Die Registrierung alleine sichert euch diesen Rabattcode nicht. Es muss also auch entsprechend ein Depot eröffnet werden. Also wenn ihr euch heute registriert und dann meint 2 Wochen später erst das Depot zu eröffnen, dann greift der Code entsprechend nicht mehr. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also, genau, zunächst müssen wir hier natürlich das Hochsicherheitslager auswählen. Das machen wir logischerweise in der Schweiz. Ansonsten haben wir weiterhin die Umsatzsteuerprobleme. Also statt Frankfurt, falls das von Beginn an ausgewählt sein sollte, einmal auf die Schweiz hier wechseln. Dann habt ihr natürlich 2 Möglichkeiten. Ihr könnt eine Einmalanlage machen und auch einen monatlichen Sparplan. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch beides machen. So habe ich das damals auch gemacht, als ich angefangen habe. Ich habe zunächst mit Geld, was einfach rumlag, eine Einmalanlage gemacht, dass es natürlich direkt investiert wird und dann zusätzlich einen monatlichen Sparplan eingerichtet. Und ich mache auch so hin und wieder eigentlich mindestens 2-mal pro Jahr immer noch Einmalzahlungen. Habe ich zuletzt nicht gemacht, weil Gold- und Silberpreis relativ hoch stand natürlich. Jetzt gerade sind wir aber wieder in einer Korrekturphase, sowohl bei Gold als auch bei sämtlichen anderen Edelmetallen, Silber, Platin, Palladium etc. Dementsprechend lohnt es sich jetzt auf jeden Fall auch wieder und ich werde auch demnächst wieder eine Einmalzahlung tätigen. Genau, ansonsten läuft natürlich weiterhin der Sparplan und dann könnt ihr euch hier natürlich selber den Betrag auswählen, was ihr gerne haben möchtet. Die Mindestsumme ist 25 Euro, also wirklich niedrig, kann jeder entsprechend machen oder das möglicherweise auch für Kinder und Kindeskinder als Sparplan schon nebenbei einrichten, ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Dann seht ihr weiter unten auch automatisch die entsprechende Servicegebühr, die euch hier anfällt für die entsprechenden Summen oder beim Sparplan, was euch hier entsprechend für anfällt. Und wie gesagt, darauf könnt ihr dann natürlich 20% abziehen. So, genau, ich möchte jetzt hier in dem Fall einen monatlichen Sparplan machen. Dann kann ich natürlich entscheiden, ob ich das zum 1. des Monats oder zum 15. des Monats machen möchte. Grundsätzlich, ich wähle eigentlich immer den 1. entsprechend aus und dann gebe ich hier natürlich den Betrag ein. 25 Euro ist die Mindestsumme. Ja, je nachdem, wie ihr das natürlich handhaben möchtet. Beispielsweise 100 Euro im Monat ist, denke ich, auch ein guter Start. Gute Nebeninvestition, die also auch da, Edelmetalle sind nicht mein Hauptinvestment. Ne? Also ich selber habe aktuell einen 200 Euro Sparplan. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal 500. Das war natürlich zu den Preisen, wo Gold und Silber deutlich niedriger stand. War sehr gut, dass ich das so gehandhabt habe. Mittlerweile oder seit einem guten Jahr bin ich wieder umgeswitcht auf 200. Damit bin ich damals angefangen und jetzt ist es bei mir auch entsprechend so der Fall. Genau, dann spuckt euch natürlich automatisch aus, was euch hier an Einrichtungsgebühr und Servicegebühr anfällt. Wie gesagt, bis zum 30.06. könnt ihr da noch 20% von abziehen. Dann klickt ihr einfach hier auf Weiter und dann müsst ihr natürlich eure Sachwerte auswählen. Das ist natürlich vollkommen euch überlassen. Ich zeige euch einmal, wie ich das handhabe. Ich persönlich möchte natürlich auch seltene Erden- und Technologiemetalle mit aufnehmen, weil es geht für mich in Zukunft sehr, sehr stark um Rohstoffe, denke ich, wie sich das entwickeln wird. Das haben wir natürlich auch schon vor kurzem gesehen. Ihr könnt hier immer mit diesem kleinen Chart natürlich auch die Kurse checken, um einfach mal die entsprechende Entwicklung hier zu sehen, wie stark die jetzt natürlich auch zuletzt wieder angestiegen sind. Also auch da hat man mit Rohstoffen, wo man eigentlich gar kein nennenswertes Risiko in diesem Sinne hat, wirklich sehr, sehr gute Renditen auch erzielt. Und das wird meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Also für mich persönlich seltene Erden auch sehr, sehr wichtig. Und ihr könnt hier dann immer auswählen, wie hoch euer Anteil sein muss. Bei mir ist es tatsächlich so, 30% habe ich auf Gold verteilt, 20% Silber und den Rest entsprechend so gelassen. Alles mit aufgenommen, außer Diamanten. Ja, Diamanten ist für mich grundsätzlich ein Quatschinvestment, insbesondere wenn ihr sowieso 100, 200 Euro Sparplan habt und dann gehen davon 3, 4% oder sowas in Diamanten, dann habt ihr in 30 Jahren keinen Karäter voll und generell
Diamanten ist für mich persönlich ein Quatsch-Investment, sprich, ich würde jedem empfehlen, das rauszulassen und sich auf alles andere zu konzentrieren. Ihr könnt natürlich selber dann auch sagen: ne, ich möchte persönlich, nur 2 seltene Erden mit drin haben, Technologiemetalle brauche ich nicht und, die beiden nehme ich raus, die beiden nehme ich auch raus.“ Ihr seht, automatisch wird die prozentuale, Verteilung dann auch angepasst, ja? Könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich habe vollständig alle mit aufgenommen, alles außer Diamanten und den größten Anteil halt, also knapp 50 Gold und Silber und dann der Rest automatisch so verteilt wie gerade hier. Das ist meine persönliche Verteilung, damit bin ich bisher sehr, sehr gut gefahren. Ne, ich habe eigentlich mit allen Metallen hier entsprechend eine gute Rendite erzielt, weil ich das mittlerweile seit 5 Jahren mache. Und dann klickt ihr auch hier einfach nur auf Weiter. So, dann gibt es noch eine einzige Sache zu beachten. Das ist natürlich die entsprechende Lagergebühr, die mit 0,8% einmal pro Jahr anfällt. Da müsst ihr dann ebenfalls selber entscheiden, ob ihr das überweisen wollt oder ob das einfach per SEPA eingezogen werden kann. Ich persönlich habe hier auch ganz einfach das mit der SEPA so gelassen. Geht natürlich auch, dass man das ausgleicht durch den Verkauf von Sachwerten, ist aber persönlich ja nicht in meinem Interesse. Ich möchte die Sachwerte ja möglichst lange lagern und auch halten, denn auch da haben wir natürlich nach einem Jahr einfach eine Steuerfreiheit und die fällt dann möglicherweise nicht an, wenn wir das innerhalb eines Jahres schon hier anteilig wieder irgendwo verkaufen. Macht also für mich persönlich keinen Sinn. Ich habe hier ganz normal den Einzug per SEPA-Lastschrift. Dann müsst ihr hier natürlich ganz normal eure Bankdaten angeben, klickt dann auf Weiter und dann habt ihr es entsprechend auch schon geschafft. Mehr ist es im Endeffekt dann auch gar nicht, wie gesagt, eigentlich vollkommen selbsterklärend, aber so habt ihr auch nochmal eine Anleitung und die Übersicht, wie das bei mir persönlich aussieht. Wie ihr das gestaltet, müsst ihr dann natürlich vollkommen selbst entscheiden. Aber ich denke, jetzt gerade ist wirklich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, damit erneut anzufangen. Edelmetalle haben sehr, sehr gut korrigiert. Voraussichtlich werden sie sogar noch ein kleines bisschen weiterfallen, sprich für einen Sparplan wirklich perfekt. Also quasi mit DCA dann automatisch anzufangen. Wenn wir hier wirklich noch in die Ziellevel reingehen, dann haben wir hier wirklich sehr, sehr gute Einstiegspreise und auf dem Weg nach oben wieder auch mit Edelmetallen ein gutes Plus gefahren. Wobei es darum eigentlich beim Edelmetallinvestment überhaupt gar nicht gehen soll. Es geht nicht darum, ja, jetzt zu investieren und dann in 2, 3 Jahren mit einem 10x oder sowas rausgehen, auch wenn es tatsächlich bei Silber sehr, sehr gut funktioniert hat, dass wir da wirklich ein knappes 6x sogar in den letzten 3, 4 Jahren erzielt haben. Wirklich sehr, sehr krass. Aber dennoch, Edelmetalle sind für mich wirklich dazu da, das Geld als Inflationsschutz anzulegen und wo ich wirklich nur im allergrößten Zweifelsfall ran muss, wenn ich aus welchem Grund auch immer, was weiß ich, gerade mein Essen oder meine Miete nicht bezahlen kann, dass ich dann da was habe, was ich möglicherweise verkaufen kann. Grundsätzlich ist mein Plan da eher, das sogar noch an Kinder und Kindeskinder irgendwann vielleicht mal zu vererben. Also das ist für mich wirklich ein ultra-Long-Term-Invest. Ja, dafür habe ich eigentlich grundsätzlich niemals vor, entsprechend ranzugehen. Aber klar, Silber hat natürlich auch gezeigt, dass es auch durchaus Sinn macht, wenn man da eine gute Rendite darauf erzielt hat, dass man vielleicht auch einfach mal dort was verkaufen kann. Insbesondere, wenn es natürlich auch steuerfrei ist nach der Zeit. Gut, das soll es auch in diesem Sinne gewesen sein. Kurzes, knackiges Tutorial, ziehen wir das nicht unnötig in die Länge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Schreibt mir eure Performance oder beziehungsweise nein, eure Verteilung, besser gesagt, einfach mal in die Kommentare. Wie sieht es bei euch aus? Ähnlich wie bei mir oder habt ihr das völlig anders? Wenn ja, wieso, warum und weshalb? Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.